3 Fragen, 0 Vorbereitung. Und jedes Mal kommt was Echtes bei raus. Mal lachen wir, mal wird es nachdenklicher, mal schauen, wo es uns heute hinträgt. Und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe mir 3 Fragen rausgesucht, die ich meiner lieben Frau Jolene stellen werde. Und sie wird, ohne sich darauf vorbereiten zu können, spontan antworten. Was ist das Lustigste, was dir seit unserer Auswanderung nach Peru passiert ist? Ja, das ist eine überraschende Frage. Und da fällt mir jetzt ad hoc gar nicht so schnell etwas ein. Wobei, wenn ich länger darüber nachdenke, dann ist es vielleicht eher eine Situation oder Situationen, die in dem Moment nicht lustig waren, aber im Nachhinein immer noch Momente sind, die ich zum Schmunzeln finde. Vielleicht formuliere ich es für euch auch gleich auf Anhieb lustig, weil in dem Moment war es gar nicht so lustig. Und zwar hatte Sebastian 3 Maden im Po. Im Nachhinein finde ich das wirklich immer noch lustig, aber der Moment war wahrscheinlich sehr unangenehm und sehr qualvoll. Und wir haben dazu auch ein Video gemacht. Also da gibt es Tiere, die Dasselfliege, die Larven unter die Haut setzt. Und die leben dann unter dieser Haut und ernähren sich da und wachsen dort heran. Das merkte Sebastian natürlich, dass da irgendwas nicht stimmt. Und es gab auch so richtige Atmungslöcher zu sehen, wo dann auch manchmal Sekret rauskam. Und dann haben wir das Ganze versiegelt, damit die Larve stirbt. Und wir haben sie halt ganz mechanisch mit meinem Händedruck dann so rausgeschossen. Und das war sehr schmerzhaft und in dem Moment alles andere halt schön. Aber ich finde es im Nachhinein immer noch etwas lustig. Finde ich interessant, dass dir das jetzt da als erstes in den Kopf kommt, weil es ja vielleicht auch noch viele andere Momente gab. Ich dachte vielleicht, wieso ich die Frage gestellt habe, vielleicht kommen ja jetzt so ein paar Alltagsmomente hervor, die dich jetzt in Peru oder in Paraguay eher zum Schmunzeln gebracht haben oder zum Lachen, als jetzt vielleicht in Deutschland. Also jetzt, wenn du mich so fragst, ist das erste Bild, was mir kommt, die Chipa-Verkäuferin im Reisebus in Paraguay. Der Reisebus war voll, einfach mal richtig voll. Die Frau war etwas korpulenter und hatte einen Riesenkorb auf ihren Kopf getragen oder über ihren Kopf mit diesem Gebäck Chipa. Und sie brüllte durch den Bus, Chipa, Chipa! Und hat sich halt wirklich da irgendwie bis zum Ausgang hinten im Bus durchgedrängt. Und weiß ich nicht, es war paradox, amüsant und irgendwie verwirrend gleichzeitig, weil mit meinem deutschen Verständnis wäre da keiner mal reingekommen. Kannst du vielleicht den Zuschauern kurz erklären, was du mit vollem Bus meinst? Was bedeutet das? Alle Sitzplätze belegt oder was meinst du damit? Ja, ein voller Bus, der ausgelastet in Südamerika ist, dafür kann ich auch für Peru sprechen, wenn etwas voll ausgelastet ist, sind wir schon über die Kapazitäten, die in Deutschland als voll gelten. Also sprich, jeder freie Stehplatz im Gang, im Mittelraum war besetzt. Es war nicht möglich, durch den Bus irgendwie zu gehen. Das bedeutet, es ist so eng, dass die Mitfahrer, wie wir zum Beispiel, sich kaum noch bewegen können. Also, weil jeder Stehplatz, nicht jetzt jeder Stehplatz ist einer, der so einen Haken hat zum Festhalten, ja, sondern einfach wirklich, da ist kein Platz mehr drin und es gab eine Situation, das erzähle ich noch kurz was, das war nicht sehr lustig, da habe ich draußen gestanden im Bus, an den Griffen, so die draußen dran sind, mit dem Rucksack und ich habe an der Trittstufe gestanden und bin so mitgefahren. Also das ist dann nicht mehr lustig, allerdings. Aber im Nachhinein gerade mit vollen Bus, ja, im Nachhinein schon. Ich sage ja, die Situation sind meistens im Nachhinein lustig, weil man es geschafft hat, überlebt hat. Ja. Danke für die Ausführung. Kommen wir jetzt zur Frage 2. Welche Gewohnheit aus Deutschland fehlt dir hier seit unserer Auswanderung am meisten? Also Gewohnheiten, die ich aus Deutschland vermisse. Aber da fallen mir als erstes mehr so Traditionen ein, wie das Feiern von Weihnachten. Ich weiß nicht, ob das hängt da vielleicht nicht direkt mit Deutschland zusammen, wobei ja auch die klimatischen Bedingungen da wichtig sind, dass so ein gewisses Gefühl in mir entsteht. Wie dann, dass es außen kalt ist, dass man sich zu einem warmen Glühwein trifft oder sich in ein Gebäude nah zusammenkommt, um gemeinsam ein Mahl einzunehmen oder gemeinsam einen Spieleabend daraus zu kreieren. Also das sind mehr so die Momente des Zusammenkommens, was natürlich damit auch zusammenhängen kann, dass ich damit die Familie vermisse. Und dann wäre das für mich eine Gewohnheit, wie du sagtest, die ich vermisse. Etwas weiteres, was mir eingefallen ist, ist gar nicht der Vergleich zu Deutschland, sondern zu Paraguay. Da gibt es nämlich eine Tradition des Tererés trinken. Und das fand ich sehr angenehm. Wenn man zusammengekommen ist oder der Nachbar zu einem nach Hause gekommen ist, hat man
ist man nicht gleich mit der Tür ins Haus geplatzt, sondern hat sich jetzt Zeit genommen, sich hingesetzt, den kalten Treré aufgegossen und nach einer bestimmten Tradition und Reihenfolge den dann zusammen konsumiert oder genossen. Und ich glaube, es sind wieder diese Punkte des gemeinsamen Zelebrierens als ein Ritual für Teilnehmer, was dann ein sehr wohliges Gefühl in mir erzeugt hat. Kannst du vielleicht trotz des anbahnenden Regens uns noch eine Gewohnheit sagen, die dir aus Deutschland fehlt, in Bezug jetzt auf Peru, nicht auf Paraguay? Ich sehe schon, die Fragen, die ich gewählt habe, diesmal sind etwas komplexer oder etwas. Ich habe mir da nicht Gedanken drüber gemacht, was ich drüber antworten würde. Sowas mache ich. Ja. Ah ja. Jetzt bei etwas längerem Nachdenken ist mir etwas eingefallen, was vielleicht den einen oder anderen zum Schmunzeln bringt. Ich weiß nicht direkt, ob es eine Gewohnheit ist, aber irgendwie auch schon, aber so unausgesprochen. Und zwar ist es in Deutschland gang und gäbe, dass man sich mit einer gewissen Attitüde in eine Schlange anstellt und wartet, bis man dran ist. In Peru kann es nämlich wie folgt aussehen. Man geht in eine kleine Tienda, in so einen Tante-Emma-Laden. Man wird gerade bedient oder ist dabei, das aufzubauen, während von hinten jemand kommt, laut schreit, ich bin dran. Und dann wird man stehen gelassen. Das kennst du bestimmt auch, oder? Selbstverständlich. Das ist aber nicht nur bei kleinen Tiendas so, das ist auch bei größeren Läden und auch teilweise. Die einzige Stelle, wo es nicht so ist oder selten vorkommt, ist bei Behörden. Weil da ist Ja, teilweise da mit haben Nummern, sie benehmen, da ziehen sie auch was anderes da ist an. teilweise Nummern ziehen und teilweise gibt es auch Sicherheitsleute, die dann darauf achten, dass diese Regel eingehalten wird. Aber ansonsten bei kleinen Läden, großen Läden, bei großen Firmen spielt keine Rolle. Wer lauter schreit, wer sich mehr vordringelt, wer dreister ist, der kommt dran. Und das ist halt für uns teilweise echt ein großes Problem, weil wir nicht so sind und dann manchmal dastehen und ich mir denke, ja, langsam könnte mal jemand kommen und dann spreche ich die schon an im Laden. Ja, wer bedient mich denn? Ja, gleich, ja, gleich. Und dann ein paar Minuten später nochmal anspreche, dann Glück habe, dass dann jemand kommt und mich bedient. Und es gibt halt auch Läden, da kann man sich nicht einfach selber nehmen, da muss man sich bedienen lassen, wie bei der Tankstelle zum Beispiel auch. Und das ist dann schon die Momente, wo ich mir auf die Zunge beiße, nicht auszurasten. Und in dem Moment ist dann auch meistens nicht lustig. Wenn du noch einmal die Möglichkeit hättest, spontan einen Tag in Deutschland sein zu können, welche 3 Dinge würdest du unbedingt als erstes machen? Ich antworte da jetzt ganz spontan drauf, weil wenn ich drüber nachdenke, lässt sich das nicht an einen Tag durch die klimatischen Bedingungen und das Wechsel, was man in Deutschland leben kann, an einem Stück kombinieren. Mein erster Gedanke war Vergnügungspark. Mein zweiter Gedanke war der Weihnachtsmarkt. Und mein dritter Gedanke war Erdbeeren pflücken gehen, die ich mir dann gleich in den Mund stopfe. Weil Erdbeeren gibt es jetzt zwar zu kaufen, aber die sind geschmacklich nicht das gleiche und ich glaube, die sind total chemiebelastet. Die sehen irgendwie alle gleich aus und haben nicht das Aroma. Und ja, dann würde ich lieber auf dem Erdbeerfeld pflücken gehen. Warum Vergnügungspark? Einfach. Gibt's doch ja auch in Peru. Es ist irgendwie nicht das Gleiche, ne? Also da kommen andere Menschen zusammen in Deutschland, da ist eine gewisse Dynamik, was so das Unausgesprochene, was man im Feld spürt. Ich glaube, die Menschen in Deutschland, die da hingehen, weil ich würde dann auch unsere Kinder mitnehmen und dann sind da auch andere Kinder. Man kommt ja nicht ohne Grund in einen Vergnügungspark, sondern das sind ja immer ausgewählte Tage, wo man das als Familie macht, da merkt man diese Energie. Ich bin so ein Mensch, ich achte sehr auf Emotionen und Energie und die gefällt mir. Die habe ich hier noch nicht im gleichen Ausmaß erlebt. Vielleicht war ich noch nicht am richtigen Ort. Wenn ihr einen Tipp für mich habt, schreibt mir das in die Kommentare. Da möchte ich kurz was einhaken, was dazu sagen. Ist zwar kein Vergnügungspark, aber an solchen touristischen Stellen, zum Beispiel Badestellen, Wasserfällen, da gibt es auch dann Touristenführer, peruanische, die andere Peruaner zu diesen Attraktionen bringen. Und das läuft dann oftmals genauso ab wie in den Läden. So zack, zack, zack. Wir haben jetzt eine halbe Stunde. Jetzt gehen wir da hin, gucken uns die Wasserfälle an, machen 3 Fotos, dann geht's zurück. Also es ist gar nicht mit dem Genießen verbunden, wie wir das vielleicht dann machen, wie meine Frau gerade gesagt hat. Wir gehen in den Vergnügungspark und haben einen richtig schönen Tag miteinander. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich da richtig wohlfühlen dabei. Zumindest kann ich mir das nicht vorstellen. Allerdings ist die Mentalität völlig anders. Das ist wirklich wie so ein Pflichtprogramm. Wir arbeiten das jetzt ab. Zack, zack, zack. Und dann geht's weiter. Und das wirkt für mich irgendwie so befremdend, so wie als wenn ich jetzt auf Arbeit bin und da irgendwie was abliefern muss. Das ist voll gut, dass du das gesagt hast, weil im Endeffekt können wir jetzt wieder den Bogen auf die Gewohnheiten aus Deutschland zurückholen. Denn
in Deutschland bereitet man sich auf so einen Vergnügungsparktag mit Kindern oder auch ohne Kindern eigentlich immer vor. Und man freut sich, man packt Essen ein und ist wirklich mit Haut und Haar, mit Seele eigentlich den ganzen Tag da. Ja, ist jetzt generalisiert, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt euch das vorstellen. Und hier ist das wirklich so, wie Sebastian sagte, wir haben das schon öfters erlebt, dass so Attraktionen, die man besuchen kann, mit einem Guide, also mit jemand, der da führt, dann ist eine Zeit vorgegeben, die sind ja deswegen davon abhängig, weil der die auch dahin fährt. Und dann ist es wirklich so, wir haben Attraktion A, B und C gesehen, haben ein Foto gemacht und verlassen den Ort dann wieder. Und da fehlt mir nämlich genau diese Gewohnheit aus Deutschland, dieses Gefühl, jetzt ist ein Tag, wo wir einfach als Familie einen Familientag im Freizeitpark haben und einfach nur Spaß für uns haben. Da möchte ich noch kurz was zu einhaken. Und das sind dann diese 3 Fotos, die sie dann machen, oder ein paar mehr, sind dann die sie dann bei sich als Profilbild nehmen. Da sieht man ganz oft einen Mann oberkörperfrei, vielleicht mit einem runderen Bauch oder wie auch immer. Man sieht jedenfalls jemanden, der vor so einer Attraktion steht, aber nicht so erfreut, sondern mehr so ernste Miene, wie sie halt meistens... wie so erledigt. Ja, wie so erledigt. Manchmal sogar mit so einem Daumen oder Liste abgehakt. Alle sehen's, okay, nächster Punkt. Als wenn sie zu Hause privat so ein Buch haben. Hier in Peru gibt es und dann sieht man immer Attraktion und dann Foto, Daumen hoch und dann kann man nachher sagen, ich war an XYZ. Ja. Und da fehlen mir überall bei diesen ganzen Attraktionen, aber vielleicht habe ich das bislang noch nicht gefunden, die Kinder. Es sind meistens... Bei diesen Truppen, ja, hast du recht. Also, wir leben jetzt ja schon eine ganze Weile im Ausland, aber vielleicht habe ich noch nicht alles erlebt, kann ja gut sein. Mir fehlen da die Kinder, ich weiß nicht, meistens sind die irgendwie ohne. Ja, sollte man eigentlich dazu sagen, mit der Fairness halber, so oft an so vielen verschiedenen Orten die Attraktionen sind wir jetzt nicht gewesen. Aber das machen wir auch nicht in Deutschland. Das ist immer ein besonderer Moment. Ja, ist richtig. Von daher... schauen wir mal, was noch kommt. Ja, danke. Haben wir wieder mal was gehabt, wo wir drüber lachen konnten, auch wenn es nicht so geplant war. Und zu dem Thema Weihnachtsmarkt würde mich noch interessieren. Ich weiß, dass du das mit Familie verbindest, hast du auch gesagt. Allerdings gibt es vom Weihnachtsmarkt jetzt Lebensmittel oder Gerüche oder was zieht dich außerhalb dieses Gemeinschaftsaspektes sonst noch am Weihnachtsmarkt an? Ja, gut, dass du fragst. Also es sind verschiedene Punkte und ich glaube, die sind unter anderem auch ankonditionierte. Ne? Das, was als Kind in mir entstanden ist, wenn wir auf solchen Märkten waren. Aber klar, wenn ich euch eine Liste nennen soll, sind gebrannte Mandeln natürlich ganz oben mit dabei. Und ich bin auch absoluter Fan von Lebkuchen und eigentlich alles, was mit solchem Weihnachtsgebäck zu tun hat. Also wenn man mir da eine Freude machen will und ihr wollt irgendein Paket nach Peru schicken, dann nur los. Unsere postialische Adresse gibt es auf private Nachfrage. Haben wir irgendwas nicht konkret genug für dich beantwortet und du hättest gerne mehr in diesem Bereich wissen wollen, dann lass es uns in den Kommentaren wissen. Zusätzlich möchte ich auf die Playlist verweisen, der vorherigen 3 Fragen dieser Reihe, weil wir wollen damit eine ganze Videoreihe aufbauen. Wenn du schon in Peru leben solltest, dann schreib uns doch bitte Korrekturen rein, falls wir falsch liegen, deiner Ansicht nach. Und sagt mir die Geheimtipps, wo ich die Familienausflüge erleben kann. Zusätzlich, wenn ihr Fragen habt, die euch brennend interessieren, die einer von uns beiden beantworten sollte, dann schreibt uns eine E-Mail mit dem Betreff Fragen an Sebastian oder Fragen an Julien. Und damit möchten wir dieses Video beenden. Wir wünschen euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Dir hat das Video gefallen? Dann klicke auf den Abonnier-Button und aktiviere die Glocke. Und schaue gerne weitere Videos von uns an.